Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Skizzenbuchtour von mir. Diesmal zu den Hahnemühle Toned Grey Watercolor Skizzenbuch. Das ist circa Größe A5, meine ich. Dann lasst uns auch gleich mal starten mit der ersten Seite. Da habe ich auch wieder hingeschrieben, wann ich das gestartet habe. Also ich habe das Ende Juni diesen Jahres gestartet und dazu einen schwarzen Hund mit ein bisschen mehr Farbe, sozusagen mit Lila und Blau, auf die Frontseite gemalt. Auf der nächsten Seite habe ich so, wie man sieht, Eier gemalt mit Nest und ohne, um für mich einfach so ein bisschen den Unterschied herauszufinden zwischen Gouache und Aquarell, wie unterschiedlich wirkt das auf dem Papier. Hier seht ihr was ich sozusagen in meinem Alltag gesehen habe. Zwar auf dem Nachhauseweg von der Arbeit, da habe ich so das Rapsfeld gesehen, was noch von der Sonne angeschienen wurde und der dunkle blau-lila Hintergrund, weil Gewitter aufkam, dann dahinter war und das sah einfach richtig genial aus. Um mir nochmal in Gedächtnis zu rufen, dass Kontraste sehr wichtig sind, eben auch Komplementärkontraste in einem Bild, habe ich das hier nochmal raufgemalt mit meinen Lilatönen und Rottönen und sowas. Ja, Federn in allen möglichen Variationen. Da finde ich vor allen Dingen dieses Bild hier sehr cool, wie das auf der einen Seite so ausfranst. Habe das mal mit Linern gemacht, mit Mustern drin. Und auf dieser Seite wollte ich mal so eine Skizzenbuchseite richtig schön gestalten, auch mit Umrandung und sowas. Und auch nochmal ein einzelnes Blatt eingeklebt, damit das nochmal ein bisschen interessanter wirkt. Da wir bei uns am Teich sehr viele Libellen haben, habe ich das natürlich auch nochmal in kleinen Illustrationen festgehalten. Und dann ein Motorroller, eigentlich gar nicht so mein Motiv, aber irgendwie Rabi hatte dazu so einen Livestream gemacht und da habe ich die Vorlage von genommen und in meinen eigenen Farben und Stil so ein bisschen umgesetzt. Dann eine Seite zum Fuchs. Ich mag Füchse ja sehr gerne, die sehen einfach richtig süß und cool aus. Dazu habe ich einmal Detailbilder gemalt, wie so eine Pfote aussieht, ein Auge und nochmal so ein Ganzkörper von einem Fuchs. Und dieses Bild hier, und ich finde einfach die Farben richtig cool und ich werde das wahrscheinlich auch nochmal in größer irgendwie mit Aquarell malen. Dann nochmal eine Mischseite. Vor allen Dingen wollte ich hier auch schauen, wie der Unterschied zwischen Neutralgrau und Paints Grau-Bläulich aussieht, zum Beispiel beim Mixen. Das kennt ihr wahrscheinlich schon. Dazu hatte ich ja ein Video hier gemacht für YouTube und ich lasse euch das hier oben irgendwo mal anzeigen. Da könnt ihr gerne im Nachhinein vorbeischauen, wenn ihr das möchtet. Wenn ihr wissen wollt, wie dieses Katzenauge entstanden ist. Eine Seite zu Lavendel. Ich finde ein sehr schönes Motiv. Und einmal so als Wiese, so als Landschaftsbild sozusagen. Und das hier mag ich aber auch sehr gerne vor so einer Holztür also vor Holz auf jeden Fall, dass es sich so abhebt. Und nochmal als kleine Malerei, als kleinen Strauch. Und ich finde diese Seiten, wo ich halt ein Thema sozusagen auf einer Doppelseite habe, eigentlich immer mit am schönsten im Buch. Das habe ich hier jetzt auch wieder fortgesetzt mit einem Frosch. Einmal einen bunten Frosch und einmal in Natura sozusagen. Hier nochmal detailliert eingezeichnet, wie so ein Froschbeinchen aussieht. Weiß nicht, also Froschhand. Und hier auch nochmal mit einem Komplementärkontrast gearbeitet, nämlich mit Rot und Grün. Ja, kommen wir zum Waschbären. Also ich werde bestimmt noch irgendwann einen Waschbären richtig malen oder sowas. Und hier wollte ich eigentlich so einen Waschbären malen, der irgendwas greift, der nach irgendwas greift, was hier so oben ist. Ich weiß nicht, ob es mir so gut gelungen ist. Und daneben auch nochmal
so die Maske vom Waschbären, dass die nochmal richtig deutlich wird und auch mit den gleichen Farben, womit ich da gearbeitet habe. Kommen wir nun zur bunten Doppelseite. Beziehungsweise diese Seite habe ich in einen Livestream bei Insta gefüllt. Da durfte so jeder mal so reinschreiben, was ich so malen soll. Und da ist so ein kleiner Luchs zum Beispiel entstanden. Ein Axolotl, ein Schmetterling, eine fleischfressende Pflanze und sowas. Das war mal ganz lustig und unterhaltsam. Hier wieder ein Vergleich von Gouache zu Aquarell. Zwar habe ich diese große Erdbeere, wie hier auch steht, in Gouache gemalt. Auch diese Blüten hier und das in Aquarell. Hier nochmal vom Nahen, damit ihr das so ein bisschen besser erkennen könnt. Zweimal Rehe. Einmal ein Reh mit Aquarell und dieses Blümchen Kram hier oben. Jetzt seht ihr es nochmal besser. Das habe ich mit Gouache reingemalt. Und dieses Bild hier habe ich nur mit Gouache gemalt. Ich glaube, da habe ich auch ein Video zu gemacht. Hier wieder ein Vergleich von Gouache zu Aquarell. Auch hier mal mein Versuch mit Gouache einen ebenmäßigen Verlauf hinzubekommen. Auf richtigen Aquarellpapier, auf dickeren Aquarellpapier mit ein bisschen mehr Struktur ist mir das ein bisschen besser gelungen, vor allen Dingen, weil es auch natürlich ein kleinerer Bereich ist. Aber in so einem großen Format war es für mich für das erste Mal schon recht schwierig. Dann nochmal eine kleine Schnecke mit einer Himbeere. Und hier seht ihr immer so eingeklebte Papierschnitze. Das sind entweder Abschnitte von meinen Papieren, wenn ich da was abschneiden musste, oder von so Probepapieren, wie ihr hier seht. Dann habe ich das auch immer darunter geschrieben, was für ein Papier das ist, damit ich das halt auch später noch nachvollziehen kann. Und da fand ich das ganz cool, dass da so kleine Liner-Blümchen rauskommen. Hier nochmal zweimal eine Maus. Das finde ich ganz süß, wie die so hochschaut. Und man sieht bei dem dunklen Hintergrund dann die vielen kleinen Barthärchen. Und diese Blume, wo ich immer wieder vergesse, wie die heißt, das ist so eine mit so einem Bommel, wo so lila Blüten rankommen. Die blüht auch bei uns im Garten, die finde ich immer sehr schön. Hier mal Pusteblumen in zweierlei Variation. Einmal hier mit ein bisschen mehr Details und auch mit Linern gearbeitet. Und hier eher im loosen Stil mit auch nur 2 Farben gearbeitet, aber recht einfach gehalten. Das hier sind einfach nur so Versuchsseiten. Da mache ich einfach ganz random irgendwelche Farben untereinander und schaue, ob vielleicht irgendwelche Farbkombinationen dann dabei rauskommen, die ich noch nicht kenne, die ich aber ganz cool finde. Das mache ich auch immer sehr gerne. Und dann eine nicht so schöne Seite im Skizzenbuch. Ich weiß gar nicht, was ich da eigentlich machen wollte. Wahrscheinlich wollte ich einfach mal Blumen reinmalen, weil ich möchte in jedes Skizzenbuch halt auch irgendwie Blumen drin haben. Finde ich jetzt nicht so schön geworden, aber es gehört zum Prozess dazu und deswegen seht ihr das auch und deswegen möchte ich das auch nicht verstecken. Es ist nicht schön, aber man lernt halt aus jedem Bild, wie ich so schön sage. Dieses Bild ist bei einem Schulterblick-Livestream von Gries entstanden. Da habe ich mich auch mal ein bisschen aus meiner Komfortzone rausgewagt und mal was anderes gemalt, außer Tiere und sowas. Apropos Komfortzone, jetzt kommen mal Menschen ohne Vorlage, nur mit so Prinzip, wie man, also mit diesen Modellen, wie so ein Gesicht aufgebaut ist. Habe mir dann einfach so gedacht, wie die so aussehen könnten. Ich sag mal so, es ist okay, aber meine beliebteste Seite ist es hier jetzt nicht im Skizzenbuch. Und ich finde, diese beiden sehen voll aus, als wären sie irgendwo aus einem Horrorfilm. Keine Ahnung, die sehen irgendwie voll spooky aus. Als ich das mit Bleistift vorgezeichnet habe, sah das eigentlich noch recht gut aus, aber irgendwie mit Aquarell bin ich dann da nicht ganz hingekommen, wo ich hin wollte. Aber wie gesagt, mit jedem Bild lernt man dazu. Nun ein paar Landschaften, das finde ich auch immer sehr entspannt zu malen. Die sind beide mit Aquarell gemalt. Und wie gesagt, finde ich auch immer sehr schön. Hier nochmal 2 Sachen mit Gouache.
Hier gefällt mir einfach dieses gröbere Arbeiten mit Gouache. Und natürlich ist es, wenn man es nicht mit Wasser viel verdünnt, auch deckend. Und das hat mir, wie gesagt, auch sehr viel Spaß gemacht. Und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, das mal auszuarbeiten mit Gouache. Besonders dieses Kornfeld irgendwie, wegen der Farben, finde ich das sehr schön. Hier seht ihr Raubkatzenaugen mit Gouache gemalt. Und so will ich auch das irgendwie weitermachen und mich da so weiterentwickeln sozusagen, dass es halt relativ grob gearbeitet ist, dass es trotzdem noch realistisch ist, aber auch mit ein bisschen Farbe drin. Und das gefällt mir halt richtig gut. Und da will ich auch weiterhin irgendwie in die Richtung so gehen mit Gouache. Dieses Bild dürfte euch aus einem anderen Video bekannt vorkommen. Und dazu habe ich, damit es eine Motto-Seite bleibt, weil mir das so gut gefällt, noch eine Ratte mit Schwarz und Weiß daneben gezeichnet. Hierfür hatte ich nicht wirklich eine Vorlage. Und dafür hatte ich eine Vorlage. Ich finde, man sieht das auch. Mein Versuch, mal wieder an Inktober teilzunehmen. Er ist wieder gescheitert. Es gibt nur diese 4 Bilder. Irgendwie machen mich diese Begriffe einfach immer so, ich bin dann richtig unkreativ. Ja, auf jeden Fall habe ich es nicht weitergemacht, weil mich hat das irgendwie blockiert. Habt ihr bei Inktober teilgenommen und habt ihr es voll durchgezogen, dann ich ziehe meinen Hut vor euch. Ist verdammt viel Arbeit, finde ich. Hier mal so eine bunte Doodle-Seite. Hier habe ich einfach so random so auch so Farbkleckse reingemalt. Und dann habe ich gedacht, da kann ich ja in jedes so ein Symbol reinmachen. Hier auch einfach einen Hintergrund gemacht und dann mit weißem Acrylstift so ein paar Muster reingemalt. Nochmal Federn, auch wieder mit Mustern. Diese Eule bzw. die Vorlage habe ich von Ines. Ihren Instagram-Account werde ich mal unten verlinken. Da habe ich die Vorlage genommen und sie hat das, glaube ich, mit Aquarell ausgearbeitet und ich habe das mit Buntstift ausgearbeitet, weil ich fand die Vorlage halt cool, wo die Sonne so hinter den Bergen hervorkommt. Und dann wollte ich, dass die Eule so von hinten so angestrahlt wird mit den warmen Sonnenstrahlen. Und hier habe ich nochmal mit Buntstift gearbeitet. Ich habe ja sonst hauptsächlich hier drin mit Aquarell und Gouache gearbeitet, aber auch ein bisschen mit Buntstift, wie der Fuchs so auf die Mäuschen lauert, die auf den Kürbis sitzen. Übrigens auch ohne Vorlage. Bin ich sehr stolz drauf, alles ohne Vorlage entstanden. Das hier zumindest. Diese Doppelseite gehört zu einem Livestream bei Insta. Da habe ich das Pinselset vorgestellt, wofür ich den Einleger gemalt habe. Und hier gezeigt, was man so alles damit machen kann. Und dann anschließend diesen Igel gemalt damit. Und in diesem Set sind halt Effektpinsel. Und ich fand, damit konnte man sehr gut den Igel malen. Eine schöne Übersicht, wann die Livestreams sind. Die waren alle schon. Aber ich fand das mal eine coole Idee, das mal so als Bild zu malen. Dann eine einfache Winterlandschaft, einfach einen Hintergrund gemacht. Dann ein paar Tannen eingemalt und dann mit einem weißen Acrylstift so ein paar Sternchen und Schneeflöckchen eingemalt. Und als Farbe habe ich hier, glaube ich, das Perry Lane Grün genommen. Eine wunderschöne Seite im Skizzenbuch. Aber sowas gehört auch dazu. Hier wollte ich ein schönes Blumenbouquet zeichnen. Ist irgendwie nicht geglückt. Und dann habe ich da einfach drüber gemalt mit irgendwelchen Formen und Blumenformen. Ebenfalls ist das hier nicht geglückt, so wie ich das vorhatte. Aber auch darüber habe ich einfach so große Blumen gesetzt. Eigentlich wollte ich noch das weiterführen, aber ich weiß gar nicht, warum ich das nicht weitergemacht habe. Ich wollte eigentlich über die ganze Seite dieses Blumenmuster dann hier machen. Noch eine Seite zum Oktober, so ein kleines Rädchen mit Sonnenblumen und anderen Blumen drin, mit Astern drin. Das fand ich auch mal ganz cool. Im Lettern bin ich übrigens nicht wirklich gut. Hier seht ihr nochmal vom Nahen. Diese Seite hat übrigens mein Mann gemalt. Sein erstes Aquarell. Und er hat jetzt auch Instagram, also wenn ihr wollt, schaut da gerne vorbei. Er heißt da Manu-Pinselt. Und
Wie gesagt, er hat gerade vor kurzem angefangen mit dem Malen und mittlerweile zeichnet er auch und malt er auch Tiere. Also wie gesagt, schaut da gerne vorbei. Ich habe ihm nur hier gezeigt, wie ich so einen Baum, so eine Tanne male und den Rest hat er dann gemacht. Dann habe ich mich noch ein bisschen mit anderen Blättern auseinandergesetzt, mit verschiedenen Farben und mit der Negativtechnik. Was das ist und wie das geht, das zeige ich bereits in einem anderen Video und das lasse ich euch auch hier irgendwo mal einblenden. Dann ein Schloss an so einem Gartentor oder einer Tür oder so, wo das hier schon so ein bisschen rostet. Und dazu habe ich ein paar Schlüssel entworfen. Hier seht ihr sie nochmal. Ja, und hier wollte ich so eine schöne Lichtstimmung erschaffen, dass die Katze halt auch von dem Licht, von dem Teelicht wieder so angestrahlt wird und die eine Seite halt sehr im Vordergrund steht. Das ist alles mit Aquarell gemalt, bis auf diese hellen Highlights. Die habe ich mit Acrylstift gezogen. Ich denke, man kann es schöner hinkriegen, aber ich wollte die Idee für so ein Bild einfach mal festhalten. Hier habe ich es durchgezogen, da habe ich mit meinem neuen Lieblingspinsel die Blümchen alle gemalt in verschiedenen Farben und so als Gesamtbild finde ich das doch ganz cool geworden. So, das ist auch die letzte Seite vom Skizzenbuch. Hier habe ich einfach mit einer Farbe Farbkleckse aufgemalt und darauf dann mit Linern verschiedene Blätterwerke gemalt und auf der letzten Seite ein Elefant, der in den Sonnenuntergang geht. Und dazu habe ich Ende geschrieben, weil es die letzte Seite vom Skizzenbuch ist. Und hier seht ihr nochmal, dass ich das Anfang November beendet habe. Ja, aber mit dem Ende eines Skizzenbuches freue ich mich immer, weil ich dann so viele Bilder auf einen Fleck habe. Und ich kann natürlich auch wieder ein neues Skizzenbuch anfangen. Welches genau weiß ich noch nicht, werdet ihr aber dann bestimmt irgendwann sehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer gerne ein Like da und schreibt mal unten in die Kommentare rein, welches von diesen ganzen Bildern denn euer Lieblingsmotiv ist, wenn ihr euch entscheiden könnt. Bin sehr gespannt darauf. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, zum Beispiel eins von diesen hier. Wenn euch das Malen und Zeichnen von Tieren interessiert, schaut auch super gerne auf meinen Channel vorbei. Lasst ein Abo da. Vielen Dank dafür. Bleibt kreativ. Tschüss!